Glück auf und Howdy aus Austin in Texas. Nicht ganz Austin, wir sind in Buda und... Wir haben uns gefragt, was macht Amerika eigentlich aus? Und wenn du Amerika verstehen willst, gibt es nur eine Adresse, wo du hier hinfahren kannst. Und nein, es ist kein Museum und nein, es ist keine Uni, sondern... Es ist eine Outdoor-Shop. Also viel Spaß bei diesem Video. Die 8 Miles in Texas, der Weg war nicht leicht. Doch jetzt stehen sie hier unter dem weiten Himmel, unendlich und weit. Und da wir absolute Nullen sind, was das Thema Outdoor angeht, haben wir uns gedacht, wir treffen uns in der Mitte zwischen New Braunfels und Austin. Und darum ist die liebe Lena und der liebe Aaron mit dabei. Hallo. Hallo! Ja, servus. Ja, wir gucken mal, was wir da heute so entdecken. Und ja, wie Tina gesagt hat, warum Amerika Amerika ist. Ja, was macht Amerika aus? Ja, was macht das denn aus? Das Geile ist, die beiden waren schon drin und haben schon gefragt, ob wir da auch allen auf den Sack gehen dürfen. Und die haben gesagt, ja sicher, gehen uns auf den Sack. Und dann gehen wir denen jetzt mal richtig auf den Sack. Komm, Die Worte waren, wir sind in Amerika, hier könnt ihr machen, was ihr wollt. Also, dann machen wir mal, was wir wollen. Wir gehen rein. Der Laden heißt Cabela's und ist 1961 gegründet worden, ist dann an Best Pro Shop verkauft worden und wird seitdem unter dieser Marke weitergeführt. Amerika steht für richtig Größe und das ist schon beeindruckend, oder? Mega groß. Also du musst dich hier erstmal zurechtfinden. Und ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was wir gleich alles entdecken werden. Aber ich glaube, es ist mega spannend. Also es ist so groß, dass ich drehe mich mal eben um. Da im Hintergrund, da seht ihr ein Flugzeug. Die haben hier ein Flugzeug hingehangen. Und ich glaube, das ist Aarons Flugzeug. Ich glaube, der hat eine Bruchlandung gemacht und zack, sind wir hier. Ja, also wenn ich Buchlandung in Amerika mache, mache ich die grundsätzlich in diesen Läden, weil das sind mir tatsächlich die liebsten. Und ich glaube, wir müssen jetzt mal irgendwie gucken. Ich weiß nicht, Tina, ob du einen Plan in der Tasche hast, weil das ist ja so groß hier, dass wir uns wirklich erstmal orientieren müssen und gucken, wo gehen wir hin. Ich weiß gar nicht, ob Tina weiß, dass es auch noch einen oben gibt. Es ist nicht nur eine Etage. Ja, das ist ja echt verrückt. Größe. Also wir sehen uns wahrscheinlich in 1 Stunde 30 wieder, wenn wir die untere Etage umhaben. Größe ist das Thema, das gucken wir uns mal an, wie groß das hier ist. Und wenn man genug Platz hat, ne, was baut man dann in so einen Shop ein? Richtig, ein Aquarium, aber jetzt nicht eins mit hier so Plastikfischen, sondern mit richtigen Fischen. Aquarium, komm, wir gucken uns das mal an. Also die sind auf jeden Fall größer als mein Oberschenkel. Da wirst du vielleicht von satt, André. Und passend zum Ende des Aquariums, man sieht es jetzt in der Richtung, da kommen jetzt die Geräte, mit denen wir die Fische wahrscheinlich hier nicht rausholen dürfen, aber grundsätzlich woanders. Hä? Was denn? Wie, was denn? Ja, was kommt denn jetzt? Ja, was kommt denn jetzt? Was sehen wir denn da? Was weiß ich denn? Stöcke. Das sind Trekkingstöcke hier. Also, Treckingstöcke. Kennst du noch die, ich sag mal so, ich kennst war du noch schon- die Wandergruppen der Damen früher mal mit so einer Ich war schon- Pepsi-Lampe morgens und dann machen Also- die Nordic Walking? Nochmal zur Größe. Kennt ihr noch 75 Meter Lauf aus der Schule? Also wenn ich in die Richtung gucke, dann sehe ich 75 bis 100 Meter gefühlt nur Angelrouten. Ist ein kleiner Laden. Ich glaube, wir sollten in einen anderen fahren. Tina, die steht dir. Danke. Die ist riesig. Der Laden ist so groß, dass die Lena ein Navi braucht hier. Ich muss erst mal gucken, wo Schau wir jetzt noch ein paar hingehen, Karlauer ne? so lange raus, bis du sprichst. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mit den Dingern machen muss. Du musst einfach sagen, dass das so wie bei der Marine bei so einem Schiff ist. Ich suche verzweifelt den Plan für diesen Laden, damit ich weiß, wo ich hingehen muss. Apropos komisch, treffen sich zwar Kannibalen, sagt der eine, ich hatte einen Clown heute Morgen, sagt der andere, wieso? Sagt der andere, ja, der schmeckte komisch, haha. Ist das jetzt einfach eine Angel ohne Angel? Also nur das Ding zu halten? Das geht hier um die Spulen. Okay. Und da sind Hochseespulen, das sind die dicken roten da, die sind dann so groß wie ein Unterarm. Tina fängt hier gleich ein. Ich Ja, habe also- doch schon angefangen. Komischen Dinger, die wir in der Hand haben. Also es ist quasi wie die Haribo früher, die man essen kann, aber ich glaube, die kann man nicht essen. Also Köder haben wir auf jeden Fall auch genug hier. Gefilmt. Ich habe einen Kescher genommen, habe den Kescher über den Kopf gebracht. Das ist so, kann ich bei dir so, machen. so Behind-the-Scenes-Themen hier. Ihr seht schon, wir sind völlig vorbereitet hier. Und die Tina hat gerade gefragt, ob die eigentlich auch Angeln hier haben. Aber ich glaube, haben die nicht. Die haben keine Angeln hier. Ich sage ja, das ist alles fake hier. Guck mal, hier sind Plastikfische. Und dann bringen die nach Hause und erzählen hier, guck mal, ich habe einen Fisch gefangen. Nee, hier ist alles fake hier.
Das sogenannte Wurfnetz der Amerikaner. Ist das für weiße Haie oder? Ist das Hula Hoop hier? Aber wir sind ja nicht hier, um euch den Laden zu zeigen. Natürlich zeigen wir euch den Laden. Aber Angeln, das ist schon so das pure Freiheitsgefühl der Amerikaner. Aber da kann der liebe Aaron hier mehr zu sagen. Ja, also ich glaube, für den Amerikaner ist einfach raus in die Natur fahren mit seiner Angelroute oder mit seinen Angelrouten hinten auf dem Pickup-Truck ist einfach das Gefühl von Freiheit. Weil sie sind in der Natur, sie fangen Fisch aus der Natur, die meisten lassen ihn wieder frei, aber das ist das pure Gefühl der Freiheit. Und was kann mehr sagen als Freiheit, als dieser wundervolle Kescher? Ja, aber weißt du was, du hast gerade was gesagt, Aaron, die fangen ihre Fische und lassen die dann wieder frei. Das verstehe ich nicht. Das nennt sich Catch and Release, ist in Deutschland verboten und ich halte da auch nichts von. Aber warum? In Deutschland ist das verboten, ja. Aber Ist warum? illegal. Also was ist der Spaß an Catch and Release? Ich verstehe das nicht. Es geht darum, du fängst einen Fisch, präsentierst in der Kamera, wie groß Ja. ist er und lässt ihn wieder zurück. Ja. Ich persönlich, auch manche Amerikaner sind der Meinung, den Fisch, den ich fange, außer er ist Untermaß, das heißt, Ja. er ist zu klein, ich esse ihn auch, weil das ist ja das Beste, was du machen kannst. Absolut. Eigentlich besser als in jedem Laden. Das dachte ich ja auch. Ich dachte immer so, Angeln, das ist so, ja, ich habe Hunger, ich gehe jetzt mal zum Teich oder zum See und kaufe mir keinen Fisch, sondern ich angel mir den selber. Ich glaube, Angeln ist halt auch einfach für viele hier ein Sport. Und so viele Fische können die gar nicht essen, wie die manchmal angeln. Also Ja. Angeln ist ja sowas von beliebt hier. Ja, das ist so, ne? Also das Amerikanischste überhaupt ist, neben dem, was wir uns noch gleich angucken werden, ist Angeln, finde ich, ist so mit das Amerikanischste, oder? Braucht man einen Angelschein hier? Ja, tatsächlich braucht man einen Angelschein und er kostet, ich glaube, wir können gleich nachfragen, $8 oder $10 für ein Jahr. Dann Und kann man ich muss- egal wo. Völlig egal wo. Es gibt hier den Unterschied zwischen offener See, also Salzwasser im Golf von Amerika oder hier im Binnengewässer tatsächlich. Das sind Muss ich da verschiedene. piepen? Ich weiß es nicht. Aber der Angelschein, den beantragst du einfach online. Du musst da ja nichts für machen, oder? In Deutschland musst du eine Prüfung machen, hier nicht. Nein, hier einfach beantragen und losangeln. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass die in Austin Downtown, da, weißt du, dieser Weg über dem Wasser, weißt du, welchen ich meine? Da, wo du über das Wasser läufst, da kannst du angeln. Und da gibt es 2, 3 Angelpunkte und ich dachte immer so, wer angelt denn hier? Ja, wahrscheinlich alle. Angeln, großes Thema. Wollen wir mal weiter gucken hier, was es hier noch so gibt? Ich bin mir sicher, wir finden da was. Und was braucht man natürlich, um von A nach B zu kommen? In der Wildnis, ich glaube, selbst in der Wüste von Nevada gibt es Boote. Jeder hat hier irgendwie so ein Boot. Und natürlich kriegst du die auch hier in diesem Outdoor-Shop. Natürlich ist das jetzt hier, würde ich mal sagen, so die Anfängerklasse für den typischen Amerikaner. Das ist jetzt ausnahmsweise ein Laden, wo es nicht die großen Boote gibt. Normalerweise sind die Boote hier so wie alle zusammen. Gibt es Boote, das werden wir bestimmt in einem anderen Video nochmal machen. Aber ich sag mal, das ist ja schon mal ein guter Anfang. Ist auch preislich, denke ich, ganz okay. Und wenn ich mir die Wanne hier so angucke, hier kannst du schon den einen oder anderen Fisch reinlegen. Was ist denn der nächste See hier? Wie heißt denn der bei euch? Lake Travis? Ist das der Lake Travis? Ja. Lake Travis? Ja, würde ich auch Ja. sagen. Oder Ladybird Lake oder Canyon aber Lake da ist- darf man die Boote nicht fahren. Canyon Lake ist auch. Doch, klar. Doch, klar kannst du da die Bis zu einem, weiß ich, bis wie viel PS. Keine Ja. Ahnung. Und mit den Booten, weil viele fragen, in Deutschland ist es so, du musst ja, also ich denke, das darfst du in Deutschland auch so fahren. Ich glaube, in Deutschland ist bis 15 PS darfst du Boote fahren, aber dann ein Sportbootführerschein. In Amerika ist es so, in Texas, also es ist vom Bundesstaat zu Bundesstaat unterschiedlich, wenn du vor 1993, glaube ich, 92 geboren bist, dann gibt es hier keine Begrenzung. Du darfst hier rein theoretisch ein 20-Meter-Boot mit 700, 800, 900 PS ohne Führerschein fahren. Es gibt eine Lizenz, die kannst du machen, die kostet, ich glaube, auch $25 oder $45, nagelt mich nicht fest, aber ist wie gesagt von Staat zu Staat unterschiedlich, aber du brauchst auch für die offene See hier in amerikanischen Gewässern keinen Bootsführerschein. Warum brauchst du das in Amerika nicht? Amerika ist anders. Amerika ist das Land der Eigenverantwortung. Kein normaler Amerikaner würde hier aufs offene Meer fahren, ohne einen Kurs gemacht zu haben. Aber brauchen tust es grundsätzlich nicht. Weißt du, und ich setze mich hin hier in Castrop-Rauxel oder Herne oder wo ich war, ne, und mache mir hier so einen Bootsführerschein Binnen- und See habe ich tatsächlich gemacht. Und das war richtig teuer. Ja, ich weiß. Und dann haben die mich auf so einen Kanal gesetzt, ne, mit so einem Rapsöl angetriebenen Kutter. Und dann ist das Gesetz geändert worden. Man durfte nicht mehr sagen Mann über Bord, das heißt jetzt Mensch über Bord. Und da habe ich mir gedacht, tschüss. Und weil wir ja neugierig sind, ne, weil ihr immer so Größenvergleiche haben wollt, ne, die Angelabteilung, wo wir gerade waren, ne, die hat die Größe eines kleinen Edeka-Marktes, ohne da jetzt Werbung zu machen für Edeka, aber habt ihr mal ein Gefühl dafür? Ja, also wem Edeka nicht gefällt, man könnte auch einen kleinen Rewe nehmen. Die Größe bleibt sich letztlich gleich. Aber das ist schon eine Nummer hier. Also ich würde schätzen, wenn ich hier durchgucke,
das ist vierstelliger Bereich, wenn nicht fünfstelliger Bereich an Angeln, die hier stehen, die hier einfach stehen. Ja, riesig. Und da ist auch egal, ob das metrische System oder das andere, ne? Angel ist Angel, ne? Nee, auch 1000 ist 1000, ne? Ja, 1000 ist 1000, das stimmt. Was natürlich Amerika auch prägt, das ist die Familie, das Familiengefühl. So, und der Laden, der ist eigentlich bekannt für Familienausflüge. Gerade sonntags trifft man hier ganz viele Familien mit kleinen Kindern, denn die haben natürlich auch so einen Zoobereich, wie man das aus den amerikanischen Museen kennt. Ausgestopfte Tiere, künstliche Tiere, aber sehr realistisch gemacht. Wir nehmen euch gleich mal mit hier nach Afrika. Und der Grund ist natürlich schön, aber auch nicht so schön, denn es wird natürlich alles teurer hier in dem Land, was Eintritt angeht. Ne? Und da ist natürlich so ein kostenloser Laden ideal, um den Kindern auch ein bisschen was zu bieten. Ja, ist so. Also für alle in Amerika oder in Deutschland, die sich schon mal gefragt haben, wie groß so ein Elefant ist, der ist jetzt im Übrigen nachgebildet, so groß ist ein Elefant. Und das ist einfach mal, ich weiß gar nicht, womit man das vergleichen kann, auch das hier ist eine riesige Fläche. Und die haben hier, glaube ich, alle Tiere, die so in Afrika heimisch sind. Also Lena und ich, wir waren ja schon in Südafrika, ich weiß, André und Tina auch. Und das ist alles so, was wir gesehen haben. Und hier kann man sich einfach so angucken. Und bevor ich jetzt gleich wieder Kommentare gebe, ne, die Tiere hier, die ihr hier seht, die sind nicht ausgestopft, die sind nachgebaut. Bis auf die hier, die Kollegen, die sind tatsächlich echt, die Forellen. Und ich bin mir sicher, dass die Köpfe, die da oben hängen, die sind auch echt, aber ansonsten sind alle Tiere hier nachgebaut. Und ein weiterer Funfact in Amerika ist auch, ihr seht die ganzen Tiere und hier sind auch so Schilder, wie wichtig den Amerikanern Natur und Jagd ist. Amerika ist zum Beispiel so, du kannst nicht einfach irgendwo hingehen und kannst Wildfleisch kaufen. Entweder jagst du das selber oder das ist alles gezüchtet. Dieses in Deutschland, der Jäger geht auf die Jagd, schießt einen Wildschwein, verkauft, das ist hier illegal. In ganz Amerika, hängt vielleicht damit zusammen, dass sie fast mal die Bisons ausgerottet haben. Aber mittlerweile sind Tiere so geschützt, wenn du diese essen willst, schieß sie selber oder lass es. Finde ich, ist eine super Regelung, so werden Tiere nicht mehr ausgerottet. Die sind übrigens vegetarische Tiere, falls gleich wieder einer anfängt zu meckern. Ne? Die essen nämlich nur Gemüse, also muss das doch vegetarisch sein. Ich habe mal den Schrittzähler laufen lassen, ne? Und ich habe jetzt schon 10.700 Schritte hier gemacht, seitdem wir hier reingekommen sind. Es ist ein Riesenladen. So, wir sind im nächsten Raum hier mit Tieren. Jetzt geht es um das Thema USA und Tiere. Welche Tiere gibt es hier in den USA? Da hat man hier dieses die Big Country Halle aufgestellt. Und alles ist hier mit Schildern ausgeschildert. Mit Schildern, was sollen auch sonst Schilder machen, wenn nicht Ausschilder, ne? Damit die Kinder auch ein bisschen was lernen. Ne? Und soll ich euch was sagen, die Tiere, die da hängen, ich fürchte, die sind dann tatsächlich echt, weil da steht sogar das Erlegungsdatum und wer denn geschossen hat drauf. Und wenn wir über Familie sprechen, wo verbringt der Amerikaner am meisten Zeit mit der Familie? Outdoor. Outdoor ist so amerikanisch. Zeit draußen verbringen, so in einem Zelt. Ne? Du glaubst gar nicht, wie viele Zeltplätze, Campingplätze und Glampingplätze es in Texas, nein, in ganz Amerika gibt. Deswegen, ich finde, das ist was super uramerikanisches. Und wer das Video gesehen hat, wo wir im Palo Duro Canyon waren, der wird auch die Truthähne gesehen haben, die da durchs Bild gelaufen sind. Und da seht ihr den Unterschied zu den Truthähnen, die hier im Rio Grande sind. Denn die Truthähne, die wir gesehen haben, die waren sogenannte Geier-Truthähne. Ich übersetze das jetzt nicht. Und das Ding hier, das sieht anders aus. Ist aber auch ein Truthahn. Und man sieht ja auch, was für eine Vielfalt, also das ist jetzt gerade so Texas, es hier an Tieren gibt. Und was mir immer auffällt, auch in Texas oder allgemein Amerika, wie viele von diesen Tieren hier rumlaufen. Also in Deutschland sieht man mal ein Reh, mal ein Wildschwein. Hier siehst du die ständig. Das heißt, die Natur, habe ich manchmal das Gefühl, ist hier manchmal, weil es halt auch mehr Platz ist, noch intakter. Und deswegen lieben die Leute das, die gehen raus mit ihren Kindern und die Garantie, dass die wilde Tiere sehen, die ist eigentlich immer 100%. Aber manche wilde Tiere willst du gar nicht sehen. Ne? André, da vorne ist eine Rattlesnake. Die will ich nicht unbedingt in der freien Natur sehen. Ich meine, die kommt vor und ich habe die in 4 Jahren ein einziges Mal gesehen. Und das auf 5 Meter Entfernung mit 20 Leuten drumherum. Wo war das? Im Big Bend State Park. Aber so, ich finde auch viele wilde Tiere. Auf jeden Fall eine Autobahn. Also sehen ja, würde ich sie vielleicht schon gerne mal sehen, aber ich weiß, was du meinst. Also mit genügend Abstand, ja, definitiv. Genau. Und was gehört noch zur Familie hier? Na klar, die Hunde. Hätten wir jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, als wir hingezogen sind, ne? Aber
Ich sag mal, jede Familie, die wir kennen, fast jede, die hat auch einen Hund, ne? Oh ja, Ein oder zwei Hunde. Und ich kenne auch noch jemanden, der auch einen Hund hat und den haben wir heute dabei. Ich glaube, den haben die schon gesehen. Ich glaube auch. Und was gibt's Besseres als den guten alten Mammutknochen? Die Frage ist, Alvina, was willst du denn haben? Such dir mal was aus. Hier kann man so viel schnüffeln, ne? Willst du sowas haben hier, Alvina? Guck mal. Sowas? Nee? Dann such dir was anderes aus. Du darfst dir eine Sache aussuchen. Oder Beef Jerky. Also die USA ist wirklich sehr, sehr hundefreundlich, haben wir festgestellt. Egal, wo wir mit Alvina hinkommen. Hier dürfen alle Hunde rein, nicht nur die Servicehunde. Jeder Hund ist willkommen. Alle freuen sich immer riesig, wenn sie einen Hund sehen. Was hat der eine Mann eben gesagt, deine Angelabteilung? Der größte, das Schönste ist jeden Tag, wenn die Leute mit Hund hier reinkommen und die Hunde kommen hier rein. Das ist sein größtes Glück, wenn er hier arbeitet, jeden Tag. Wenn ihr glaubt, es gibt nur eine Etage hier, ne? Dann habt ihr euch aber ganz schön geschnitten. Wir gehen hoch, hier gibt es nämlich noch eine Etage, also nochmal quasi fast das gleiche, nur oben. Das ist übrigens hier, das haben wir auch lieben gelernt, diese klappbaren Faltstühle, ne? Die haben wir immer dabei, auch zum 4th of July, also wenn irgendwo ein Event ist. Klappstuhl dabei, schön Getränkehalter dabei, gehört dazu, oder? Und das für nur $10. Hier, ich meine, $10, ganz ehrlich, hier so ein Fallstuhl? Total cool. Wir haben die. Gut, Lena. Übrigens, was vielleicht nice to know ist, hier ist es so, wenn du auf Seen oder Flüssen unterwegs bist, dann ist eine Schwimmweste Pflicht, vor allen Dingen für Kinder, da wird auch sehr darauf geachtet. Also wenn ihr mit dem Boot unterwegs seid, mit dem Kajak, mit dem Paddleboard, da wird hier eine Schwimmweste angezogen. Wichtig ist, du musst sie als Erwachsener nicht tragen, aber es ist eine Mitführpflicht. So, und ich glaube, ich habe schon mal in einem älteren Video gesagt, dass meine Tochter sich unser Kajak, wir haben so ein Zweier-Kajak, ne, ausgeliehen hat, auf den Fluss gegangen ist und die Wasserpolizei die tatsächlich angehalten hat und zur Sau gemacht hat, weil die keine Schwimmweste mit hatte. Ich sag ja, dieses Saale ist hier überall, sieht man überall das Schild. Ich weiß gar nicht, gibt es das in Deutschland auch, Saal? Und damit der Abenteuergeist der Kinder und auch das Outdoor-Abenteuer direkt gefördert wird, was gibt's natürlich? Den Pickup-Truck mit dem Quad und dem Wohnanhänger hinten drauf. Und was haben wir noch? Da unten natürlich das Boot, da der Buggy. Also alles, was draußen und Abenteuer ist. Und ganz ehrlich, das Spielzeug hätte ich als Kind aber gern gehabt. Das ist ja viel cooler als die deutschen Actionfiguren. So, und ihr wisst ja, ne, ich bin ja 82 Jahre und bei 82 Jahren, da wird man wieder wie ein kleines Kind, sagt man ja. Und darum ist das hier meine Abteilung. Ne? Geht das überhaupt? Der Traum eines jeden Jungen. Jetzt brauche ich noch einen Cowboy-Hut. Ich will ja nicht als Indianer gehen, darf man gar nicht sagen. Ne? Aber ich habe das immer gehasst, wenn meine Mutter mir ein Indianerkostüm gekauft hat. Weil dann gab es immer so eine schwarze Perücke und die so aus Plastik war. Und dann juckte der Kopf immer. Ich wollte einen Cowboy-Hut, Mutti. Wenn du das hier siehst, ich wollte ein Cowboy sein, nicht Indianer. Da steht mein Name drauf, Lena. Ich muss das haben. Da steht Aaron. Ich habe André noch nicht gefunden. Aber Eins darf natürlich nicht fehlen, wenn wir Amerika in einem Laden besuchen. Und das ist natürlich Barbecue! Texas Barbecue draußen. Und da hat der Laden natürlich auch alles für, was man so braucht. Sogar Därme, um die Wurst selbst herzustellen. Komm, wir gehen mal hin. Also Seasoning, alles, was man zum Wurstmachen braucht. Hier das Sausage Kit. Bourbon Barbecue Blend, ich krieg schon wieder Hunger hier. Jerky Making Kit, auch cool, 9,99. Peppered Original oder Teriyaki natürlich, was man so braucht in der Wildnis. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kaufe mir einen Fleischwolf. Hier Därme? Das sind Därme, ja. Sind das hier Därme? Ja, ich glaube, das sind Schweinedärme, Hockcassins. Oh mein Gott. Und dann Natural Hog Cassins. Cassings, nie gehört. Aber das sind, glaube ich, die Därme hier. Und die gehen eigentlich $10. Keine Ahnung. Für 20 bis 25 Pfund. Also schon ein bisschen was, ne? Komm, du hast doch scharf. Oh ja. In Salt. Schafdame. Dame. Schafdame. Gucken gleich mal, wie man hier das Fleisch zubereitet. Aber bevor es irgendwie auf den Grill kommt, muss es ja noch verarbeitet werden. Und wenn du hier jagst und ein Tier tötest, dann hast du die Möglichkeit, alles komplett selber zu verwerten. Und wenn aus Versehen mal die Schwiegermutter dabei war, ne, da könnt ihr hier, also ihr wisst schon. Hier, fang, Handgranate. Also es gibt hier natürlich auch reichlich Soßen und Gewürze. Alles, was das Grillherz braucht, ist auf jeden Fall alles. Und teilweise echt richtig scharf. Also man muss schauen, wir wohnen hier nahe Mexiko.
Da guckt man besser zweimal auf die Flasche, bevor man irgendwas kauft. So, und hier ist es so, da Amerikaner ja auch Frühstück mögen, also hier ist mal nicht nur eine Platte, um Pfannkuchen, Frühstück oder Burger zu machen. Nein, ich sehe gerade mit integrierten Fritteusen, damit es auch richtig vorwärts geht hier. Airfryer. No way. Das fährt noch aus. Das fährt nach aus, also... No way. Also wenn wir das mit irgendwas volllegen, kriegen wir das nicht alle. Ich glaube, das ist hier so der deutsche Standard-Gartengrill, oder? Der Weber-Grill, der Kugelgrill. Ich weiß gar nicht, was der in Deutschland kostet. Der kostet hier 149 US-Dollar, aber das ist der kleine Kugelgrill. So, aber jetzt ist ja genug mit lustig hier und Schluss mit lustig. Ne? Wir wollen ja jetzt mal gucken, irgendwie, ja, was machen denn die Erwachsenen hier? Die sind ja nicht in der Toy-Abteilung. Ne? Und der Aaron hat schon gefragt, die haben schon ein bisschen was an Auswahl für den deutschen Zuschauer ausgelegt und da gehen wir jetzt mal gemeinsam hin. Ach ja, und lieber Algorithmus, falls du mein Video jetzt scannst hier, es ist educational. Das ist nur educational. Wir finden das nicht gut. Wir haben da keinen Spaß dran. Nein, es ist educational, ehrlich. Und das, was den Blutdruck der Deutschen ja nach oben bringt, die Kontroverse der US-Amerikaner ist natürlich Peng Peng. Da machen wir uns nichts vor. Ne? Aber das gehört leider auch hier zu den USA dazu. Was heißt leider? Ich finde das geil. Das gehört leider auch dazu. Und da müsst ihr jetzt auch durch. Und wir gucken uns mal an, was hier so typische Jagdwaffen sind, womit man denn auch das ganze Viech dann erlegen kann, wenn man das essen will, oder? Wir haben ja schon gelernt, ne, wenn wir Wild essen wollen, dann müssen wir das selber erlegen. Und damit wir das selber erlegen können, brauchen wir Werkzeug. Und dieses Werkzeug gibt es natürlich auch in so einem Laden hier zu kaufen. Und nicht in einem Walmart oder so, wie man immer schön sagt, sondern tatsächlich in einem Outdoor-Shop. Hi. So, wir warten jetzt mal, bis gleich jemand für uns da ist und dann lassen wir uns mal so ein bisschen von dem Essbesteck hier geben, würde ich sagen. Und zeigen euch mal ernsthaft, was es hier so gibt. Hi, how's going? Have you some 308 for showing us? We do a little YouTube video for 308. You're looking for bolt action or an AR? Bolt action first. So, was hast du jetzt bestellt, lieber Aaron? Also das ist jetzt eine typische 308 Kaliber, das ist eine typische Allround-Jagdwaffe. Bolt Action bedeutet, ne, jeder Schuss muss einzeln durchgeladen werden. Die gibt es dann auch mit Magazin von 3 bis 5 Schuss. Je nach Bundesstaat unterscheiden sich hier die Gesetze. In Texas dürfen wir alles, aber wir dürfen auch so ein 30-Schuss-Magazin. Und das ist halt so typisch, wenn du einen Hirsch jagen willst. Und die sind halt vom Gewicht her, André, also wenn und keine Angst, ne? Die sind gesichert. Ne? Ist also hier kann keiner einfach draufdrücken. Ne? Genau, also es ist in Amerika so, normalerweise, wenn wir jetzt zu jung aussehen würden, würde der Herr auch einen Ausweis von uns verlangen, wie alt wir sind. Hier sind sogenannte Sicherungsschlösser, du kannst hier an den Abzug und die Waffen werden natürlich alle nochmal kontrolliert, dass nichts in der Kammer drin ist. Das ist so das typische Jagdgewehr, was du in den USA nutzt. Thank you so much. Thank you so much. Braucht man natürlich für die Jagd, eine Shotgun, eine Pump-Action. Ne? Die gucken uns an, weil der Deutsche kann nicht zielen und darum brauchst du eine weite Streuung. Ja, also das ist jetzt typische Pump-Action. Hier ist auch, man sieht das jetzt, ich mache das mal so, du hast einen Griff, du kannst hier ein Licht anmachen, damit man im Dunkeln auch was sieht. Das ist jetzt so die typische Pump-Action, ne, mit Licht und Achso, okay. Mit Rotpunkt und ja, hiermit. Was jagt man denn damit? Also hiermit könnte man jetzt Truthähne jagen. Also alles, was fliegt, könnte man jetzt damit schießen. Wobei, The Turkey Killer. Ja, wobei diese Waffen halt auch teilweise für Home Defense möglich sind. Ich weiß nicht, ob du das dann rausschneiden musst, aber... Wir gucken mal. So ist auch ein Gewehr für den nicht treffsicheren Deutschen. Ja. Da kannst du einfach draufhalten, das ist auch egal, da triffst du sowieso alles mit. Ja. Und hier würde ich mal behaupten, gehen mindestens mal 5 Schuss rein. Also da hat man auch ein bisschen was, 5 bis 7 Schuss. 5 Schuss und er sagte, die erste geht direkt in die Kammer und dann kann man einfach draufdrücken. Das ist der Unterschied zu der anderen, die er gerade gezeigt hat, wo gepumpt werden muss. Ne? Da muss man immer nachladen, die Kammer. Und das ist bei dem nicht so. Ist ja auch klar. Ne? Ich sag mal, wenn da so eine Herde Truthähne ist, ne? Da hast du ja keinen Bock nachzupumpen. Dann willst du ja alle erwischen von den Bastarden. Ne? So, und wer die Serie Sledgehammer kennt, ne? Der weiß natürlich, dass Sledgehammer, der war ja ein großer Jäger damals in den 80ern. Und der hat natürlich auch so eine Sledgehammer-Waffe gehabt. Was ist das?
Das ist jetzt Kaliber 500. Damit Kaliber kann man 500. so einen Wasserbüffel erlegen tatsächlich. Und man sieht das vielleicht hier, alleine was da für Kugeln reinkommen, also da passt mein kleiner Finger rein. Und ich sag mal, diese Waffe, also da merkt man Da auch passt schon... nicht nur dein kleiner Finger rein, bei manchen Also Leuten passt auch der kleine vom- Penis vom- rein. Das ist ja auch so vom Gewicht her. für viele der Penisersatz. So. Would you like to see the ammunition? Yeah, it's please. possible. So, wir lassen uns mal die Munition zeigen, die da reinkommt, damit ihr mal ein Gefühl dafür habt, was da eigentlich reinkommt. Und das ist schon sehr erstaunlich. So, und er zeigt uns jetzt die Patronen, die in diesen Revolver reinkommen. Und die Marke oder der Typ heißt Grizzly. Ich finde, das ist sehr treffend für so Patronenhersteller, oder? Also wenn ich Patronenhersteller wäre, ne, ich würde das auch Grizzly nennen oder irgendwie so Torero, keine Ahnung. Also hier sieht man das mal. Hier ist die Treibladung und das hier ist das schwere Bleigeschoss in dem Fall. Und das hat schon ganz schön Wucht. Also ich glaube, wir reden hier, ich bin mir nicht mehr sicher, auf 3.000 bis 7.000 Joule. Also das ist schon wie ein Gewehr eigentlich aus einem Revolver. Dementsprechend, ja, also ich würde damit nicht jagen wollen, weil es geht in die Handgelenke. Ich wäre dann gerne kein Wasserbüffel, ehrlich Thank you. gesagt. Ne? So, und wenn ihr euch fragt, was das hier so alles kostet, ne? Also die Preise, die sind schon happig. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass man das für einen Apfel und ein Ei hier kriegt. Also das Gewehr da zum Beispiel kostet $2.029. Ne? Hier so eine Handfeuerwaffe, so eine Taurus Deputy, ne? Kriegst du $600. Ne? Sig Sauer ist made in America, aber ist ja eigentlich europäisch. Ne? Aber kostet auch so $300 bis $400 für so eine Handfeuerwaffe. Also das ist schon kein billiges Hobby, auch zu jagen. Ne? Mehr Amerika geht eigentlich gar nicht wie die Kettleman El Patron für $659,99. Das ist so Classic. Can you show me the Kettleman El Patron? That's a stereotype weapon for the German auditorium. So, Thank you. perfect, thank you. Ja, und das ist natürlich Wilder Westen, Single Action. Hier wird die Munition reingeladen, dann wird weitergedreht, dann wird der Hahn gespannt. Das geht jetzt nicht, weil hier, wie gesagt, eine Sicherung drin ist. Aber das ist typisch, wie man es kennt aus dem Wilden Westen, aber in modern. Sieht aus wie so eine Spielzeugpistole beim Karstadt früher, ne? Nur Ja. halt in echt. 357er Magnum, die hämmert auch schon ganz gut rein. Ich glaube, die hatte ich als Kind. Thank you. Er geht natürlich auch eine Nummer kleiner. Ne? Also ihr müsst nicht immer direkt die großen Geschütze rausholen. Er gibt natürlich auch Messer hier ohne Ende. Und die sind gar nicht so billig. Ne? Also $200-300 kannst du hier locker auch ausgeben für so ein gutes Jagdmesser. Ne? So, das war das kontroverse Thema der Weapons und es gibt natürlich noch ein kontroverses Thema, also für uns jetzt nicht, für euch vielleicht schon, und das ist der Patriotismus. Die Amerikaner, die lieben ihre Fahne, die lieben ihr Land, so soll es ja auch sein, und dafür gibt es natürlich was ganz Spezielles hier. Wir schauen uns das mal an. Also du findest das ja wirklich überall. Ne? Ob draußen, als wir reingekommen sind, habt ihr bestimmt gesehen, diese 1 Million Flaggen. Und ja, ich freue mich schon, ganz, ganz viel patriotisches Zeugs hier zu finden. America! Das war unser Ausflug nach ganz Amerika. Wir waren ungefähr 3,5 Stunden in dem Laden, ich weiß es nicht. Aber ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Und ja, wir wollten euch einfach mal zeigen, dass man ganz Amerika auf einem kleinen Raum, in Anführungsstrichen, auch wirklich zu sehen bekommt. Was haben wir denn alles gesehen? Naja, die Werte, die den Amerikanern halt ausmacht. Ne? Also wir haben Beweis gefunden, dass wenn du Amerika verstehen willst, einfach da reingehen. Da geht es um Outdoor, es geht um Freiheit, es geht um Familie, es geht um Patriotismus und Jagen.
Ja, es war auf jeden Fall interessant. Ich habe auf die Uhr geguckt. Wir haben es tatsächlich in knapp 2 Stunden geschafft. Also da seht ihr mal, wie groß der Laden ist. Ihr seht es, glaube ich, in dem Hintergrund da an den Säulen alleine, wie groß dieser Laden ist. Und solltet ihr mal in die USA kommen, was ich euch auf jeden Fall empfehle, guckt euch das mal an. Fahrt auf jeden Fall mal in so einen Bass Pro Shop. Kauft euch einen Beef Jerky und guckt euch diesen Riesenladen an. Das ist einfach amazing. Also nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank, ihr alle, dass ihr immer zuschaut. Und wenn euch mehr über das Leben und das Arbeiten und das Reisen in den USA interessiert, dann bitte folgt uns, lasst ein Follow da, kommentiert für den Algorithmus. Und bis ganz bald, ihr Süßen. Bis dann. Ciao. Ciao.